Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin diese Woche mal wieder hier im Norden unterwegs, in Niedersachsen. Habe eine Woche frei und ja, dachte, das nutze ich aus und besuche hier mal wieder ein paar spannende Windparks. Heute bin ich im Windpark Albringhausen in der Nähe von Bassum, südlich von Bremen. Und hier findet nämlich ein riesiges Repowering-Projekt statt. 13 Altanlagen wurden abgebaut letztes Jahr, 13 Enron 1,5 und an deren Stelle werden 10 E160 EP5 E3 gebaut. Richtig geil. Nach Hermelhausen so das erste größere Projekt mit dem Anlagentyp in Deutschland und das konnte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, ich habe das Projekt so ein bisschen auf der Website von Westwind Energy verfolgt, der Projektierer und auch Betreiber. Und ja, das ging echt rucki zucki. Also so schnell wie die Türme hier standen und jetzt der Endaufbau losging. Echt krass. Ja, 2 Anlagen stehen bereits. Hier ist Nummer 1. Steht auch noch nicht lange. Also ich habe ein Bild auf Instagram gesehen von letzter Woche. Also die steht jetzt vielleicht 1,5 Wochen. Ja, ich kenne die Anlage jetzt schon aus Hermelhausen. Gibt es auch Videos auf meinem Kanal. Ja, anfangs echt noch ungewohnt, aber man hat sich echt schon so ein bisschen dran gewöhnt. Gondel ist jetzt leider ganz nackig, kein Logo oder irgendwas drauf, nur rot. Ja, auf dem Weg hierher habe ich auch die E160 in Hermelhausen noch mal laufen sehen. Sieht schon richtig geil aus. Also die Anlage gefällt mir sehr gut. Ja, und bei Nummer 2 hat auch bereits der Endaufbau begonnen. Da steht der Kran. Ja, Gondel und Nabe sind oben. Allerdings ist es heute viel zu stürmisch, also da passiert heute nichts. Selbst ich werde hier gerade förmlich weggepustet. Müssen sie warten, bis der Wind weniger ist, dass die Blätter hoch können, weil die würden echt den Abflug machen. Ja, und das sind 2 Kräne parallel im Einsatz. Da hinten ist der zweite. Und ich schätze, dass es dann da als nächstes mit dem Aufbau der 3. Anlage losgeht. Ja, und man sieht's, drumherum stehen überall die Betontürme, die Max-Bögel-Türme. Müssten mittlerweile alle fertig sein. Und ja, sind auch dann überall schon Komponenten da. Richtig krass. 10 von diesen Monstern. Ja, und da im Hintergrund sieht man Windpark Albringhausen 1. Auch vom gleichen Projektierer, auch Westwind Energy. Da stehen G 5.358. 2020 erbaut. 7 Stück. 3 weitere sind jetzt noch in meinem Rücken. Werde ich auf jeden Fall auch später mal noch zeigen. Ja, mit dem Wetter habe ich echt verdammt Glück. Also, dass hier im Norden so schönes Wetter ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumal jetzt auch eher Regen angesagt war. Aber es ist echt ja, verdammt stürmisch heute. Da ist der Regen wahrscheinlich erstmal weggezogen. Drohne ist natürlich auch am Start. Drückt mir die Daumen, dass ich überhaupt fliegen kann, weil es ist echt so stürmisch. Das wird nicht einfach. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. So, jetzt stehe ich auf der anderen Seite. Hier stehen nämlich noch 3 kleine süße E70, die das Repowering überlebt haben. Die werden auch wohl noch eine Weile stehen bleiben. So alt sind die, glaube ich, noch nicht. Die geben auch richtig Gas heute. 85 Meter Nabenhöhe müssten es sein. Ja, und dann sieht man hier hinten dran direkt dann
Die 3 weiteren G-Anlagen, sieht auch richtig geil aus. Die E70 und dann hinten dran die fetten G. Richtig cool. Das wird richtig fett, wenn dann da eine E160 steht und hinten dran die E70. Richtig geiler Vergleich. Ja, und von hier hat man echt nochmal eine tolle Übersicht. Ich kann ja mal die Türme zählen. Hier hinten ist einer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wird gerade errichtet und Nummer 10 ist fertig. Richtig nice. Boah, das wird richtig fett aussehen, wenn hier nachher 10 E160 stehen. Mit den G zusammen. Richtig nice. Ja, und hier standen dann überall verteilt die kleinen Enron-Anlagen. Wenn man bei Google schaut, stehen die sogar noch. Ist ja immer nicht so aktuell. Aber schon echt sehr weitläufig hier das Gebiet. Aber cool, dass die kleinen E70 hier noch stehen. Dass es nicht nur neue Anlagen sind, das wäre zu eintönig. Sondern dass jetzt noch die 3 kleinen E70 hier stehen. Dass man mal noch den Vergleich hat. Schon krass, die E70 kamen so Anfang der 2000er Jahre raus. Sieht man mal, wo die Evolution die letzten 20 Jahre hingegangen ist. Echt krass. So, jetzt stehe ich auf der anderen Seite in der Nähe der ersten fertig errichteten Anlage. Einfach nur gigantisch, dieses Teil. Ich kenne sie jetzt schon aus Hämelhausen, war ja schon zweimal da. Relativ am Anfang, als die Anlagen aufgebaut haben und jetzt aber auch schon, als sie in Betrieb waren. Aber einfach immer wieder gigantisch. Gerade auf dem schönen schlanken Max-Bögel-Turm. Hätte mir, glaube ich, auf dem MST nicht so gut gefallen. Ich finde den ein bisschen zu globig. Bei der E2 passt der, finde ich, aber jetzt hier bei der E3 gefällt mir der Max Bögel besser. Ja, hier wird scheinbar auch gearbeitet. Aus der Gondel hängt ein Seil raus. Vielleicht treffen sie da schon die ersten Vorbereitungen für die Inbetriebnahme. Netzanschluss müsste ja noch da sein von den Enron-Anlagen. Ja, die Inbetriebnahme soll ja bei der E-Gondel wesentlich schneller gehen. Dadurch, dass die ganze Elektronik schon in der Gondel drin ist. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie die ersten Anlagen schon in Betrieb nehmen, während die anderen noch im Aufbau sind. Gefällt mir echt gut, die Anlage. Ja, mal gespannt, ob sie alle Anlagen dieses Jahr noch fertig bekommen. Wird natürlich jetzt immer schwieriger. Also heute ist zwar super Wetter, aber es ist ein richtiger Sturm. Jetzt, wo die Herbststürme losgehen, wird es natürlich immer schwieriger mit dem Aufbau. Ja, deshalb geht es halt auch bei der hinten der Anlage nicht weiter, weil es einfach zu stürmisch ist. Sieht aber auch ulkig aus, nur die Narbe und das Maschinenhaus. Aber es ist schon echt ein richtiger Container. Gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und es gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Hinten dran nochmal die G-Anlagen. Ja, die sind auch teilweise ganz schön am Pitchen, weil es so windig ist. Hätte ich gleich auch mal noch vorbeischauen. Ja, und vor 3 Wochen war ich auf der Messe in Hamburg, Wind Energy. Und da hat Enercon jetzt noch ein neues Modell angekündigt, die E175 mit 6 Megawatt plus, also eher so eine 6.x. Nochmal einen Schritt nach vorne vom Rotor, nochmal interessanter für Binnenlandstandorte. Ja,
Und mit 6 Megawatt geht es jetzt erstmal los, aber da ist nach oben noch Luft, denke ich. Weil die anderen Hersteller jetzt schon alle mehr haben. Ich denke, da wird noch was kommen, aber ja, das hier ist ja jetzt schon echt gigantisch. Aber ja, da mussten sie jetzt nochmal nachlegen, weil Nordex jetzt eine N175 hat, Vestas eine V172, Siemens die 170er. 160 Meter Rotor, jetzt fast schon wieder klein. Gefällt mir richtig gut, die E160 EP5 E3. Ja, freue mich auch, wenn die im Schwarzwald mal gebaut wird. Ich denke jetzt auch, dass die ja, die E1 und die E2, die werden jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so häufig gebaut. Jetzt wahrscheinlich nur noch die E-Gondel. Hier haben wir auch nochmal einen schönen Blick. Da hinten sind die kleinen E70, wo ich gerade eben war. Richtig schnuckelig sehen die aus. Ja, und hier hinten ist auch nochmal ein großer Windpark. Weiß ich jetzt nicht, was das für ein Windpark ist. Da stehen auch nochmal jede Menge Anlagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Gibt ja einige Leute hier aus der Region. Da stehen auch auf jeden Fall jede Menge Enercon-Anlagen. Sehr nice. Ja, mal gucken, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. Und auch vielleicht mal noch ein paar Komponenten aus der Nähe sehe. Und ja, dann berichte ich gleich nochmal. So, jetzt stehe ich nochmal etwas näher bei der fertigen Anlage. Einfach nur gigantisch, dieses Teil. Hammer. Diese riesen Latschen. Schon richtig geil aus. Rotorblatt zeigt jetzt gerade schön zu mir. Sieht man mal, wie schön es gewogen ist. Ja, und man sieht hier auch nochmal schön die E-Gondel von der Seite. Vielen gefällt es ja gar nicht, weil es halt gar nicht mehr aussieht wie Enercon. Aber da geht der Trend halt hin, bei allen Herstellern. Quadratisch praktisch gut. Von der Logistik her halt einfacher. Und ja, die E-Gondel kann halt in der Werkhalle komplett ausgestattet werden und auch schon mal vorgeprüft werden. Und das verkürzt halt einfach auch die Inbetriebnahme. Und es braucht halt kein extra E-Modul mehr im Turm. Mir gefällt es eigentlich gut. Ist halt gewöhnungsbedürftig, aber ja, da geht halt der Trend hin. Schade, dass jetzt gar kein Logo drauf ist, weder Enercon noch irgendein Betreibername. Naja, da sieht man auch nochmal schön, dass der Generator ist nicht ganz senkrecht, sondern steht in so einem Winkel, so einen kleinen Anschrägwinkel. Das heißt, die Rotorblätter sind auch ziemlich weit nach vorne gebogen. Sieht dann aus wie so eine Krake, das habe ich in Hemmelhausen schon mal gesehen, das sieht richtig cool aus. Gigantisch, die Rotorblätter. Ja, bei der neuen E170 will ja Enercon wieder die Rotorblätter selbst produzieren. Die Rotorblätter für die E160 waren jetzt von LM und bei der E170 ja, setzt Enercon dann nochmal auf Ressourcen in-house und sollen, glaube ich, in Portugal und der Türkei wieder hergestellt werden. Leider auch nicht in Deutschland. Ja, hier drüben sieht man noch gar keine Rotorblätter. Vielleicht sind sie jetzt da hinterm Hügel irgendwo versteckt, aber da sehe ich jetzt noch gar keine. Ja, Enercon ist auf jeden Fall vor Ort. Also es ist echt eine busy Baustelle hier bei so vielen Anlagen. Ja, und da liegt dann schon der andere Kran für Nummer 3, schon fertig zusammengebaut. Ja, sobald der Wind nachlässt, geht es dann da weiter. Das sieht auch richtig geil aus. 3 Anlagen in einer Reihe. Boah, das wird so fett aussehen, wenn die alle fertig sind. Mega. Ja, ich finde ja die G-Anlagen,
sehen ja fast so ein bisschen ähnlich aus wie die Enercon. Wenn man da jetzt noch, wenn das Maschinenhaus jetzt nicht ganz so eckig wäre und man jetzt noch einen Ringgenerator davor klemmen würde, fast so ein bisschen ähnlich. Die haben jetzt noch das ältere Design, das ich nicht so hübsch finde. Naja. Aber auch schöne Rotorblattbiegung. Ja, jetzt hat gerade der Wind ein bisschen nachgelassen. Das nutze ich jetzt mal aus und versuche mal mit der Drohne hochzugehen. Ja, hier stehe ich jetzt in der Nähe von Nummer 3. Kran ist schon fertig zusammengebaut und wartet jetzt quasi nur noch drauf, dass der Wind ein bisschen nachlässt und dann geht es hier mit dem Aufbau der Anlage los. Hier hinten sieht man auch die E-Gondel so ein bisschen durchgucken. Alter, es ist so abartig windig heute. Da ist die E-Gondel. Generator, Turmteile. Aber Rotorblätter sehe ich jetzt hier gar nicht so viele. Also die meisten Komponenten sind da bei den Anlagen. Aber Rotorblätter habe ich jetzt bisher noch keine gesehen. Die werden dann wahrscheinlich ja, so nach Bedarf angeliefert. Und dran nochmal die G. Das sieht einfach cool aus mit den Türmen. Richtig cool. Ja, und hier drüben dann nochmal die zweite Anlage, die sich im Bau befindet. Sieht man die Narbe nochmal schön von vorne. Ja, wenn sie schon stehen würden, dann würden sie heute echt gut Leistung machen, aber für den Aufbau ist so viel Wind halt echt Mist. Da geht nichts bei dem Sturm. Kann halt auch so ein Projekt echt ziemlich verzögern, je nachdem wie stürmisch es die nächsten Wochen dann ist. Naja, drücke ich mal die Daumen, dass sie vor Jahresende noch einen Großteil der Anlagen fertig bekommen. Ja, ich stehe jetzt hier quasi im ersten Bauabschnitt des Parks Albringhausen 1 bei den G-Cypress. 2020 erbaut und seit 2021 in Betrieb. Auch echt verdammte Giganten. Also vom Rotor her gibt sich das nicht viel. Die haben jetzt 158, die E160, 160. Rotorblätter sind auch ähnlich, meine ich. Also sie sind auch von LM. Ähneln sich sehr. Ja, die Anlagen haben jetzt leider noch das alte Gondeldesign, das mir gar nicht gefällt. Also das fand ich echt schrecklich. Zum Glück haben sie das mittlerweile nochmal umdesignt. Aber da finde ich die Gondel der E160 wesentlich schöner. Ja, bei den Anlagen gab es auch ein paar Probleme. Ich glaube, so die ersten Cypress hatten echt ziemliche Probleme, was so Getriebe und so angeht. War, glaube ich, bei allen Anlagen hier auch schon mal die Gondel wieder unten, weil man was reparieren musste. Aber ja, jetzt haben sie es scheinbar repariert. Sieht schon geil aus, einfach dieser fette Rotor. Ja, auf dieser Seite hier stehen 4 Stück. Da drüben sind nochmal 2. Die haben auch echt eine schöne Rotorblattbiegung, muss ich sagen. Sind aber auch echt ganz schön laut. Man hört es jetzt nicht so doll bei dem Wind, aber halt dieses ja, sehr mechanische Geräusch, wie so ein Airbus. Extrem laut.
Naja, G geht es ja momentan leider auch nicht so gut. Ich glaube, die haben 2300 Stellen gestrichen in ganz Europa. Ja, ist halt auch einfach der Konkurrenzkampf sehr hoch. Und ja, ich kenne auch Projekte, wo man dann umgeplant hat von G auf eine andere Anlage. Naja, aber es gibt echt noch viele Altplanungen mit G Cypress. Da wird schon noch einiges kommen. Ja, sieht mit Sicherheit dann auch geil aus, wenn die E160 nebendran stehen, dass man mal den direkten Vergleich hat. Ist quasi eigentlich der identische Turm, der untere Teil, Max-Bögel-Turm, und ja, nur der Stahlturm der E160 ist ein bisschen höher. 166, die haben jetzt 161 Meter. Ja, aber schon spannend, die dann mal nebeneinander zu sehen. Da hinten sind dann die anderen drei, die stehen etwas separat. Das sind zwei Stück, ich glaube die andere ist jetzt hinterm Turm. Und da sieht man jetzt dann nochmal schön die beiden E160 von der anderen Seite. Ist echt wunderschönes Wetter heute, aber wenn es nicht so windig wäre. Also ich war gerade eben mit der Drohne oben, es ist eine absolute Katastrophe. Kriegt gar nicht hin. Also so vom Wind gebeutelt. Und der Akku geht halt auch super schnell leer. Echt sehr, sehr schade. Es sind halt echt teilweise so richtige Sturmböen dabei, dass sie die ganze Zeit am Rumwackeln ist und sich halt nicht richtig stabilisieren kann. Naja, ich werde es trotzdem mal nochmal versuchen und ja, versuche auch mal die G hier noch drauf zu kriegen. So, ich habe mich jetzt mal unter eine G-Anlage nochmal gestellt und wollte mir mal anschauen, wie die läuft. Sieht schon echt richtig geil aus. Mit dem fetten Rotor. Rotorblätter sind auch echt schön gebogen. Ja, Wind hatte zum Glück etwas nachgelassen. Also ich konnte jetzt doch noch mit der Drohne fliegen und sind auch ein paar ganz coole Aufnahmen geworden. Das wäre echt schade gewesen, wenn nicht. Ja, was ich interessant finde, einige Anlagen hier haben als Auflage vom Naturschutz eine Brutzeitabschaltung für den Rotmilan. Also hier in der unmittelbaren Umgebung am Wald brüten Rotmilane. Und deshalb müssen die Anlagen vom 1. März bis zum 31.10. bei Temperaturen, bei Windgeschwindigkeiten unter 10 Meter abschalten. Was Wahnsinn ist, also 10 Meter, also ich kenne keinen Standort in Baden-Württemberg, der 10 Meter durchschnittliche Windgeschwindigkeit hat. Da freut man sich über 6 Meter, also es wäre der absolute Tod für das Projekt. Aber hier scheint es scheinbar zu funktionieren. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Anlagen das sind, aber die Brutzeitabschaltung ist jetzt auf jeden Fall vorbei, weil dann im Herbst die Rotmilane gen Süden ziehen, Spanien, Südfrankreich. Und ja, dann ist es nicht mehr so gefährlich, es sind nicht mehr so viele Vögel hier unterwegs. Ja, aber zusätzlich hat man hier noch ein Anti-Kollisionssystem installiert. Das sind diese Kameras hier, insgesamt, ich glaube 26 Stück, die sowohl nach oben als auch geradeaus schauen können. Und die detektieren dann Flugbewegungen. Das heißt, wenn sich ein Rotmilan nähert, schaltet die Anlage ab. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Die Fehlerquote ist wohl sehr hoch, also dass die Anlage auch abschaltet, wenn es kein Vogel ist, zum Beispiel wenn ein Flugzeug irgendwo in der Ferne ist. Und es ist natürlich auch eine hohe Belastung für die Anlage, also führt auch zu viel Verschleiß, wenn sie jedes Mal halt abbremsen muss. Das ist zwar keine Notbremsung, aber ja, wirkt sich schon auf die Anlage aus. Und ja, es ist halt erstens super teuer und ja, die Fehlerquote ist noch relativ hoch. Ist jetzt allerdings gesetzlich verankert und das war vorher nicht der Fall. Also
wenn es Probleme gibt, artenschutzrechtlich, kann man halt immer noch diese Anti-Kollisionssysteme jetzt benutzen. Ist jetzt gesetzlich im Bundesnaturschutzgesetz verankert und das gab es vorher nicht. Das ist ein Vorteil schon mal. Und dann gibt es ja auch in dem Wind-an-Land-Gesetz gibt es jetzt neu, steht drin, dass die Abschaltungen nicht größer als 6% sein dürfen. Ja, ich glaube, das Ganze wird dann von einem Ornithologen auch teilweise noch überwacht, ob das auch wirklich funktioniert, also wann die Anlage abstellt. Naja, aber ja, Abschaltung ist halt immer schlecht. Aber wenn man dadurch einen Windpark irgendwie genehmigt bekommt und ja, ich glaube, mit dem Anti-Kollisionssystem versucht man jetzt halt diese pauschale Abschaltung, Brutzeitabschaltung dann noch mal ein bisschen zu reduzieren. Ja. Ja, da hinten habe ich entdeckt, da stehen auch 2 neue Anlagen. Das sind 2 neue E138. So wie es aussieht. Vielleicht wisst ihr, was für ein Windpark das ist. Vielleicht sind sie auch nicht neu, aber die habe ich auf jeden Fall entdeckt. Ja, ich werde mich dann auch so langsam auf den Weg Richtung Bahnhof machen, dass ich meinen Zug nicht verpasse. Hier zum Abschluss nochmal ein schöner Blick auf den Rest des Parks. Hier sind die anderen Ski-Anlagen, dann die ganzen Türme, da hinten die Baustelle und die fertige Anlage. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwann nochmal hierher zurückkommen, wenn die Anlagen alle stehen, weil das wird mit Sicherheit echt krass. 10 von den Giganten. Ja, sind ja vielleicht auch andere noch hier in der Region unterwegs, die den Windpark mal zeigen. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen. Im Anschluss habe ich noch mal ein paar coole Drohnenaufnahmen für euch. Jetzt gibt die Anlage noch mal richtig Gas. Ja, dann werde ich mich auf den Rückweg machen. Wie gesagt, ich bin die nächsten Tage noch hier in Niedersachsen unterwegs. Schleswig-Holstein eventuell auch noch. Ja, und dann werden einige Videos folgen. Dann sehen wir uns vielleicht dort. Halt die Ohren steif und bis dann.